Mario Kart in Flive Universe? Bevor wir uns damit beschäftigen, gucken wir uns einmal die zweite Entwicklernotiz an vom neuen Update Flive Universe New Horizon oder auf Deutsch Neuer Horizont. Es ist jetzt 2 Wochen und ein Tag später seit der letzten Entwicklernotiz gepostet worden. Könnte sein, dass wir eventuell jetzt also damit so einen 2-Wochen-Rhythmus haben, wo sie uns mit die Entwicklernotizen zuspammen. Mal gucken, wie viele davon noch kommen, bevor dann irgendwann mal das Update kommt und hoffentlich die Piccolo-Streams. Aber gehen wir rein in das Ganze. Hello Flifers, hier ist GM Shadow wieder zurück mit weiteren Updates zur neuen Erweiterung Flive Universe Neuer Horizont. Heute werden wir 2 spannende Aspekte der Erweiterung behandeln. Einige neue Methoden, mit denen ihr euren Charakter aufrüsten könnt, sowie das völlig neue Rainbow Race. Das ist nur ein kleiner Vorgeschmack, also denkt bitte daran, dass sich bis zu dem endgültigen Patch Notes noch einiges ändern kann. Bitte beachtet, dass sich die Optik, die Besonderheiten und die Balance bis zur Veröffentlichung noch ändern können. Da werden wir auf jeden Fall gleich an ein paar Sachen eingehen. Zum Beispiel schon mal neue Effekte, die wir dann scheinbar sehen von den neuen Waffen. Aber da ist natürlich bei allem, was jetzt kommt, zu bedenken, es kann sich ändern. Also alles, was hier von den Systemen, wie sie beschrieben sind, wie sie funktionieren, von den Effekten, das kann sich alles noch ändern. Wir gehen auch gleich noch dann ein bisschen auf Community-Feedback ein, denn da gibt es schon ein paar Verbesserungsvorschläge und sowas alles zu den Text, der jetzt erst seit ein paar Stunden draußen ist. Die Community schon gleich, nee, das müssen wir so und so und so und so machen, sonst hauen alle ab und so. Und vieles davon ist definitiv berechtigt. Da gehen wir dann am Ende noch drauf ein. Aber erstmal lesen wir uns hier zusammen alles durch, was uns dann mit dem neuen Update wohl erwartet. Ultimative Ausrüstung. Ultimative Ausrüstung leitet sich natürlich von regulärer, nicht ultimativer Ausrüstung ab. In New Horizon werden sowohl Ultimate Waffen als auch Ultimate Yearly Schmuckstücke, so ultimativer Schmuck eingeführt. Hey. Während sie einige Ähnlichkeiten aufweisen, gibt es auch einige wichtige Unterschiede im Erstellungsprozess. Ultimative Ausrüstung, unabhängig von der Art der Ausrüstung, kann nur bis +5 aufgewertet werden. Wir reden hier jetzt gerade von beiden, ja. Im Gegensatz zu normalen Ausrüstungsgegenständen werden alle ultimativen Ausrüstungsgegenstände Sunstones, Orikalkoms und Schriftrollen des XP-Schutzes für den Aufwertungsprozess. Also sehen wir dann nachher, ist dann die goldene Super S-Protect, so hieß die ja. Waffen, also jetzt geht es hier einschließlich erstmal nur um die Waffen. Da sehen wir auch schon ein schickes Bild von Lusaka Crystal. Ich persönlich, es ist zwar reworked, oder ja, von damals halt einfach wieder übernommen. Also die haben sich nichts Neues einfallen lassen. Aber ich mag auch sehr das Design davon und das Schild finde ich auch mega, mega cool. Das sieht echt stark aus. Die Waffen sehen auch sehr, also viel, viel detaillierter aus. Das Sword sieht hier viel, viel cooler aus, als es damals war bei Flive PC. Okay, die ultimativen Waffen verfügen alle über spezielle visuelle Effekte, die ihre Einzigartigkeit unterstreichen. Bei der Aufwertung von ultimativen Waffen verringern Misserfolge die Aufwertungsstufe um 1 und es gibt eine Chance für große Misserfolge und große Erfolge. Ein großer Misserfolg oder ein Erfolg verringert bzw. erhöht die Aufwertungsstufe um 2. Also wenn wir jetzt einen Misserfolg haben, dann wird die Aufwertungsstufe um 1 verringert. Wenn wir einen großen Misserfolg haben, wird die Aufwertungsstufe um 2 verringert. Das gleiche aber auch bei Erfolg. Kleiner Erfolg, also normaler Erfolg, unsere Waffe wird +1 erhöht. Großer Erfolg, unsere Waffe wird +2 erhöht. Wichtig ist, dass das Pity-System bei der Aufwertung von ultimativen Waffen nicht implementiert ist, da die Aufwertungsstufe bei einem Misserfolg reduziert wird, ähnlich wie bei Schriftrollen mit niedrigem S-Protect, also mit S-Protect Low. Ja, bei Pity-System war vielleicht gut mit dir. Und hier sehen wir dann auch schon ein Bild zu dem ganzen Upgrade-Thema, was uns scheinbar so erwarten wird. Wieder eine sehr super coolen Auflösung. Was sehen wir hier? Wir sehen hier ein Lusaka Crystal Sword +2, was geupgradet werden will. Oder gerade geupgradet worden ist bei Suikess. Also es ist auf jeden Fall, glaube ich, aktuell +2. Und wir haben da eine Erfolgschance von 35%. Das Ganze ähnelt stark
den Prinzip, was wir bei einem Event hatten, wo wir das Black Wedding und sowas rausbekommen konnten mit den Repair Hammer, wo wir diese Fashion-Boxen und sowas upgraden konnten. Und da hattest du auch eine Chance, bis +5 zu upgraden. Und immer wenn man einen Misserfolg hatte, ist aber das Upgrade-Level wieder runtergegangen. Das war schon gambling-mäßig schon ordentlich. Gleichzeitig sehen wir hier, dass Penya abgeht. Scheint mir erstmal nicht besonders viel, kann sich aber ändern, genauso wie die Upgrade-Rate natürlich auch und alles, was wir hier sehen. Trotzdem ist es ein netter Einblick. Minerals und Erons sind scheinbar hier erforderlich. Ich weiß nicht, ob sich das vielleicht ändert bei spezifischen Sachen. Wenn wir jetzt so zum Beispiel dann einen Shield eventuell auch upgraden, Ultimate. Ich weiß nicht, ob die damit inbegriffen sind. Auf jeden Fall sehen wir auf dem Bild ein Luzaka Crystal Shield. Und ansonsten halt natürlich die Sunstones, Orichalcums, aber bei uns werden sie wahrscheinlich Sonnensteine dann heißen. Und die X-Protect-Rolle. Ja, schön, dass ihr da seid. Und ansonsten sehen wir hier noch, dass das komplette Upgrade-Fenster etwas anders ist. Dass wir generelles Upgrade haben. Wir haben Element-Upgrade und Piercing. Also scheinbar können wir dann bei den NPCs, schätze ich mal, ein allgemeines Upgrade-Fenster einfach aufrufen, wo wir uns dann austoben können. Wenn wir jetzt zum Beispiel eine Waffe haben, dann wollen wir die Waffe wollen wir normal upgraden, wir wollen die Waffe Element upgraden und wir wollen die Waffe noch piercen. Dann können wir das sozusagen alles mit einem Fenster machen. Ja, gut, okay. Ansonsten haben wir noch Item Upgrading. An item raises its base stats and enhances its overall power and or defense. Using a protection scroll guarantees that your item cannot be destroyed in the process. Okay, also Protect-Rollen sind auf jeden Fall necessary, weil sie sonst einfach kaputt gehen. Sie verhindern nicht einen Misserfolg, dass die Aufwertungsstufe runtergenommen wird oder raufgenommen wird. Es sollte auch besser so sein, dass es das nicht verhindert. Smarter Max, nach der Nachtschicht mal wieder. Ja, interessant. Wird man sehen, wie das Ganze ist. Also das ist auf jeden Fall schon mal sehr krass RNG-lastig. Und ich glaube, das ist auch keine gute Idee. Das ist wie bei dem Pet-System, wo du vorher auf der A-Stufe eine 5 haben konntest. Und um zu rerollen auf eine 6 oder 7, aber die Gefahr zu haben, dass deine Stufe verloren geht und du dann bei 1 oder 3 landest bei den nächsten 3 Rerolls, die du noch hast, ist halt scheiße. So, das sieht mir jetzt hier auch erstmal danach aus, wenn du jetzt eine 4 hast, da noch auf eine 5 zu gehen bei einer 1%igen Chance dann, oder ich weiß nicht, 2,5%ige Chance, wie auch immer, wie hoch die sein wird, da sehe ich halt kaum, ne? Das ist echt schwierig. So, gehen wir weiter im Text. Das neue verbesserte Aufwertungsinterface, alles in einem Fenster zusammengefasst, um den Zugang und das Verständnis zu erleichtern. Haben wir gesehen, also das neue Upgrade-Window umfasst dann mehrere Upgrade-Elemente. Kommen wir nun zum Erstellungsprozess dieser Waffen und zu ihren Boni. Um eine ultimative Waffe zu erstellen, sind einige Katalysatoren erforderlich. Eine Waffenbasis, die umgewandelt werden kann, wie im Tooltip des Gegenstands vermerkt. Die Waffen, die in diesen Erweiterungen eingeführt werden, sind die einzigen, die umgewandelt werden können. Okay, Luzakas Crystal und Herneswaffen. Ich frage mich, ob Luzaka und Luzaka Crystal dann eventuell Obsi Bloody dann damit ablöst, dass wir dann wieder eins haben für One-on-One und eins so mehr für AOE, PvP. Und wir haben noch Herneswaffen. Also wir bekommen 3 verschiedene Waffentypen. Okay, ist auf jeden Fall interessant. Ich frage mich, ob 2 davon nur Endgame sind und eine vielleicht so ein bisschen im loweren Bereich, dass wir zum Beispiel Hernes 140er, Luzakas Crystal dann das Max-Level, was wir dann haben werden, sozusagen 160, 155er würde Sinn machen, 120, 135, vielleicht, oder das sind 135er Waffen und das sind dann 150er Waffen, wird man auf jeden Fall sehen, bin ich gespannt. Auf jeden Fall werden die neuen Waffen auch die einzigen sein, die zu Ultimate-Waffen werden können. Ja, da sind automatisch natürlich dann Bloody Obsidian und sowas alles kaum noch relevant, weil du willst natürlich dann die Ultimate-Waffen haben mit den wahrscheinlich wesentlich stärkeren Stats.
Als nächstes, als Katalysator muss abgesehen von der Waffe die Waffe auf plus 10 geupgradet werden, wahrscheinlich komplett normal abgegradet werden. Wir brauchen dann eine Reihe von glänzenden Orikalkoms, die man durch Quests und Koralleninsel Riesen Giants erhält. Eine Reihe von Ultimate-Kugeln, die man durch eine wiederholbare Quest zum Sammeln von Ultima erhält. Ultima-Drops von Koralleninsel Giants sowie Schatztruhen im neuen Dungeon die Wildnis. Ja, wahrscheinlich wird, wenn wir da eventuell von Tramnuk weggehen, wahrscheinlich eher so, ja, Wilds, dann wird es am Ende wahrscheinlich sein, wie wir das dann nennen. Auf jeden Fall versuchen sie hier die Giants und so relevant zu machen, dass man die ganze Zeit farmt, um Aurikalkums und sowas zu machen, wahrscheinlich irgendwelche Repeatable Quests zu machen, um auch diese Ultimate-Kugeln zu bekommen. Und wir brauchen noch einen Penja-Betrag. Mit den ganzen Sachen können wir dann wahrscheinlich die Ultimate-Waffe erstmal herstellen und dann upgraden. Mit den benötigten Katalysatoren lässt sich die erste Ultimate-Waffe herstellen. Wenn ihr eine Waffe in eine Ultimate-Waffe umwandelt, bleiben alle Eigenschaften außer der Aufwertungsstufe erhalten. Piercings, Elementaufwertung, Erweckung, bleibt dann alles erhalten. Also hier ist es nicht wie bei FWC Exchange, sondern wenn wir es vorher piercen und sowas, dann bleibt das alles dabei. Ein wichtiger Unterschied zwischen den neuen Waffenbasen und der derzeit verfügbaren Waffen besteht darin, dass ihre Werte innerhalb einer Spanne liegen und nicht eine feste Zahl sind. Zum Beispiel kann ein Zackerbogen zwischen 63 und 68 erhöhten Crit-Schaden haben. Das impliziert ja schon mal, dass Luzaka-Bogen zwischen 1-1 ist. Oder ist es natürlich so, dass wenn wir die Waffe droppen, ist es Luzaka. Wenn wir die Waffe Ultimate machen, ist es Luzaka Crystal. Nee, macht ja keinen Sinn, ne? Weil bei Hernios Waffen haben wir das ja dann nicht. Sonst müssten wir ja auch 2 haben. Okay, bin noch nicht so ganz einig. Oder mir noch nicht ganz sicher. Diese Werte können mit einer Schriftrolle neu gewürfelt werden. Schriftrolle Cash-Up, yay, RNG, Gala liebt das. Sobald eine Waffe in eine ultimative Waffe umgewandelt wird, erhält sie zusätzlich 2 zufällige Werte. Sowohl den Wert als auch die Höhe mit relativ niedrigen Werten, zum Beispiel Dex plus 2 bis plus 10. Diese Eigenschaften und ihre Werte können ebenfalls mit einer Schriftrolle neu gewürfelt werden. Gala liebt das. RNG at its best. Und hier sehen wir einmal den Luzaka Crystal Stick. Wir sehen, dass er Increased Attack plus 13 gibt. Die Range ist von 12 bis 17, also hier theoretisch relativ low gerollt bei Attack. Healing haben wir 16%, kann zwischen 12 und 17 kommen, also hier relativ hoch. Casting Speed, Cast Time zwischen 28 bis 33%. Int plus 30 ist 25 bis 30 die Range. Int plus 4 und Lifesteal ist von Ultimate dann die zusätzlichen Stats, die hier zufällig gerollt wurden. Da würde mich der Pool mal interessieren, was für Werte man da überhaupt bekommen kann. Auf jeden Fall ist das schon eine Hausnummer. Die ganze RNG-Sache, die mit den Ultimate-Waffen reinkommt, ob es das Upgraden ist auf plus 5, ob es die Werte sind, die du quasi gamblen kannst. Da kommt ein Haufen Gambling insgesamt dazu, zu diesen ganzen Ultimate-Waffen. Bietet eine starke, große Range. Wäre okay, schätze ich mal, wenn man das insgesamt auch stark zugänglich macht durch Quests, dass du gamblen kannst. Wenn das natürlich ausschließlich zu 100% alles so Cash-Up gebunden ist, der Zugang zu vielen von diesen Protect-Rollen, die wir brauchen zum Upgraden, die ganzen Reroll-Dices, um die Werte neu zu würfeln. Wenn das ausschließlich alles natürlich nur Cash-Up ist, dann Mamma mia. Eine zweite Möglichkeit, neue Werte für eine ultimative Waffe zu erhalten, besteht darin, sie zu zerlegen. Ja, ein weiteres neues System, wodurch die reguläre Version der Waffe mit plus 9 und 9 Zufallswerten wiederhergestellt wird. Ihr könnt dann den Erstellungsprozess wiederholen, um eine Chance auf 2 andere zufällige Werte zu erhalten. Okay, also anstatt einfach eine Scroll oder ein Dice zu kaufen, der die Werte einfach so neu würfelt und wir Ultimate nicht verlieren, können wir auch einfach die ultimative Waffe wieder zurückmachen zur nicht ultimativen Waffe
auf plus 9 und dann einfach auf plus 10 wieder upgraden und wieder zur ultimativen Waffe umwandeln, was ja wahrscheinlich auch wieder mehrere Tries und sowas alles benötigt, um dann zu gucken, ob wir coole Werte haben. So liest sich das erstmal und wow, also okay, wenn die Rolle hier, weiß nicht, eine Rolle 5000 F-Coin kostet, ja gut, okay, dann ist das vielleicht eine Option, aber jedenfalls lese ich das jetzt so raus, dass das so ungefähr ist. Also wenn wir jetzt Ultimate gemacht haben, wir haben die neuen Werte bekommen, dann können wir so einfach wieder downgraden auf plus 9, dann nochmal auf plus 10 upgraden, was ja auch nochmal ordentlich Tries braucht, 50 bis 100 Tries Average, um dann die wieder auf Ultimate umzuwandeln, was eventuell auch wieder zig Tries braucht, um dann zu gucken, ob uns diesmal die Werte halbwegs passen. Und nun zum Ultimate-Schmuck. Die Aufwertung verhält sich anders als bei ultimativen Waffen, da die sich im Herstellungsprozess unterscheidet. Misserfolge bei der Aufwertung dieses Schmucks führen nicht zu einer Verringerung der Stufe. Es gibt keine großen Misserfolge oder Erfolge. Es gibt das Pity-System. Die Aufwertung funktioniert auf diese Weise, um sicherzustellen, dass die Spieler den maximalen Nutzen aus ihren bereits aufgewerteten Schmuckstücken ziehen können. Da die Aufwertungsstufe bei fehlgeschlagenen Versuchen nicht sinkt, ist die Erfolgsquote bei der Aufwertung von ultimativen Schmuck geringer als die Erfolgsquote bei der Aufwertung von ultimativen Waffen. Ja, wahrscheinlich dadurch auch bis plus 5 geht es wahrscheinlich schon von plus 4 auf plus 5, wahrscheinlich schon 0,1 dann 1000 Tries, wenn es mal reicht. Der Erstellungsprozess unterscheidet sich stark von der ultimativen Waffe. Folgendes wird benötigt. Okay, kommen wir nun dazu. Wir brauchen, um diesen Schmuck zu generieren, Schmuckstaub, den ihr durch das Zerlegen vorhandener Schmuckstücke, zum Beispiel eines Vigors oder eines FWC-Schmuckstücks, zum Beispiel ein Warbringer-Rings, erhaltet. Okay, Schmuckstaub durch Zerlegen von normalen Schmuck, FWC-Schmuck. Die Menge an Juwelenstaub, die ihr durch das Zerlegen eines Schmuckstücks erhaltet, hängt von dessen Aufwertungsstufe ab. Je höher die Aufwertungsstufe, desto mehr Staub erhaltet ihr und ein plus 20 Schmuckstück bietet eine deutlich höhere Menge als die vorherigen Stufen. Sollte auch sein, weil es wäre auch wesentlich einfacher geführt, 5 mal einen plus 19er zu machen, anstatt ein plus 20er, wenn man jetzt an den Schmuck ran will, an den Schmuckstaub. Außerdem gewähren FWC-Stücke 30% mehr Staub. Non-FWC-Spieler hassen diesen Trick. Die Mindestaufwertungsstufe ist erforderlich, um ein Schmuckstück in Staub zu zerlegen. Die Mindestaufwertungsstufe, die erforderlich ist, um ein Schmuckstück in Staub zu zerlegen, ist plus 8. Haha, bei plus 7 kannst du nämlich stoppen, plus 8 nicht. Ach, damn. Kommen wir Schmuckstaub nur daher? Cursed Jewelry Fragments erhältlich durch verschiedene Monster Drops sowie durch das Zerlegen von Schmuckstücken, wodurch ihr sowohl den Staub als auch die Fragmente erhaltet. Um ein Schmuckstück in Fragmente zu zerlegen, ist mindestens eine Aufwertungsstufe von plus 16 erforderlich. Okay, also plus 8 würde schon reichen, für Schmuckstaub, dass wir das bekommen. Wenn wir aber Schmuckstaub und diese Cursed Jewelry Fragmente bekommen wollen, dann muss das mindestens plus 16 sein. Ja. Das mit den FWC und 30% mehr Staub ist natürlich, da gehen jetzt die Meinungen stark auseinander. Wenn ihr genügend von diesen beiden Gegenständen habt, könnt ihr sie bei einem NPC gegen ein ultimatives Schmuckstück eintauschen. Die Stücke, die bei diesem NPC erhältlich sind, umfassen Versionen, die bereits aufgewertet sind, von plus 0 bis plus 3. Die höher aufgewerteten Stücke kosten mehr Schmuckstaub. Die benötigte Menge an Cursed Jewelry Fragmente ist konstant, unabhängig von der Aufwertungsstufe des Ausgangsstücks und unterscheidet sich nur in Abhängigkeit von der Art des Stücks. Das bedeutet, dass ihr den zusätzlichen Schmuckstaub, den ihr durch das Zerlegen eines plus 20 Stücks erhaltet, für ein bereits aufgewertetes Ultimate-Stück oder sogar für mehrere Ultimate-Stücken verwenden könnt. Okay, also wir können, insgesamt geht ja das ultimative Schmuck-Upgrade, von plus 0 bis plus 5. Wir können jetzt ein plus 20 FWC-Piece dann zerlegen, bekommen Schmuckstaub und wir bekommen die Cursed Jewelry Fragmente und dadurch es FWC ist,
bekommen wir schon mal 30% mehr und wenn es plus 20 ist, sollen wir auch deutlich mehr bekommen. Und theoretisch können wir dann damit schon die ersten 3 Upgrade-Level überspringen und können dann schon uns so ein Cursed Yearly auf plus 3 schon rausholen. So liest sich das in etwa. Hier sehen wir das auch nochmal. By dismantling an item, it will be permanently destroyed and covered into one or more other items. This is a one-way action. You cannot turn the resulting items back into the original item. Also wir haben hier einen Vigor-Ring und der wird dann halt in diese 2 Fragmente. Eins davon ist Schmuckstaub. Ich schätze mal das linke hier, was aussieht wie das Gabaton Quest-Item. Und dann haben wir noch, was aussieht wie die FWC-Pieces. Das werden dann die Curse Yearly-Fragmente sein, die wir hier rausbekommen. Ich weiß nicht, ob das jetzt ein plus 19 oder plus 20 Schmuckstück hier ist, der Vigor-Ring. Wichtig ist, dass ein plus 0 Ultimate-Teil, sowohl Waffe als auch Schmuck, die gleichen oder höhere Grundwerte hat wie ein normales Teil. Das bedeutet, dass eine plus 10 Waffe einen geringeren oder gleichen Grundangriff hat wie eine plus 0 Ultimate-Waffe und ein plus 20 Schmuckstück den gleichen oder niedrigeren Grundwert wie ein plus 0 Ultimate-Stück. Ganz interessant. Wahrscheinlich meinen sie auch damit, dass ein FWC Ring, sag ich mal, der plus 20 ist, wird wahrscheinlich den gleichen Wert haben wie ein plus 0 Ultimate Yearly Cursed Schmuckteil. Also wenn wir jetzt so einen Warbringer Ring auf plus 20 haben, hat er wahrscheinlich den gleichen Grundwert. Also er muss ja mindestens den gleichen Grundwert haben oder sogar geringer. Ich denke mal, aber geringer ist es nur bei einem Vigor plus 20. Also ein FWC Warbringer Ring hat dann wahrscheinlich den gleichen Grundangriff wie ein plus 0 Ultimate Vigor Ring, wie auch immer. Wie die Schmucksets dann heißen. Was auf jeden Fall krass ist, weil du hast ja dann noch da drauf on top 5 Upgrade-Stufen, die das ja dann wesentlich erhöhen. Also muss ja das plus 0, Vigor Ring, also muss ja der plus 0 Ultimate Vigor Ring, nenne ich ihn jetzt einfach mal, mindestens auf plus 0, wie gesagt, 45 STR und 5 Crit-Schaden bieten. Und das können wir dann noch mit 5 Upgrade-Stufen erhöhen. Halleluja. Ultimative Schmuckstücke haben auch bestimmte Effekte, ähnlich denen die FWC-Schmuckstücke während der FWC hatten, obwohl sie sich in der Balance unterscheiden können. Also die Effekte könnten da etwas anders sein, die Schmuckset-Effekte, als wir auf FWC-Server hatten. So, kommen wir zu einem anderen Thema, komplett anderes, also von den ganzen Upgrade und Cash Grab, zu einem Rainbow Race. Ein sehr lustiger und aufregender neuer Spielmodus kommt mit dem neuen Horizon Update zu Flight Universe. Ein neues und verbessertes Rainbow Race. Es handelt sich dabei um ein geplantes Flugrennen, bei dem du gegen andere Spieler auf der Regenbogenbahn in Madrigal antreten kannst. Hier könnt ihr Regenbogengegenstände einsammeln und sie gegen andere einsetzen und eure Flugkünste unter Beweis stellen. So sieht das Ganze hier aus auf dem Bild. Also eine vorgegebene Strecke, die wir dann scheinbar langfliegen. Ich weiß nicht, ob man hier auch die Strecke einfach verlassen kann oder ob da eine unsichtbare Wand dann ist. Die Regenbogenspur, die in Flares beginnt, also ist diese Strecke schon mal fix. Das Rennen funktioniert nach einem Punktesystem. Beim Durchfliegen von Ringen gibt es Punkte, wobei sich einige Ringe je nach Aussehen unterschiedlich verhalten. Ringe, die nur Sterne enthalten, geben Punkte und einen Regenbogengegenstand, den ihr während des Rennens je nach Gegenstand gegen euch selbst oder andere Spieler, also für euch selbst oder gegen andere Spieler einsetzen könnt. Die folgenden Gegenstände werden verfügbar sein. Blitzschlag. Ruft einen Blitzschlag auf die Person, die nach Punkten vor euch liegt und verlangsamt sie für 10 Sekunden um 20%. Gelenkte Rakete greift den aktuell erstplatzierten Spieler an und verlangsamt ihn 10 Sekunden lang um 25%. Diese Rakete kann bis zu 2-mal gestapelt werden. Netz wirft ein Netz auf die Person, die nach Punkten direkt hinter euch liegt und verlangsamt sie 10 Sekunden lang um 20%. Regenbogenbarriere errichtet eine Barriere auf euch selbst, die euch vor dem nächsten Angriff schützt. Regenbogenblitzknall verursacht bei dem Spieler hinter euch einen Blitzschlag nach Punkten, der hinter euch nach den Punkten liegt, der seinen Bildschirm verdeckt und ihn 5 Sekunden lang um 20% verlangsamt. Leute, das hört sich so lustig an. Regenbogentreibstoff erhöht unsere Geschwindigkeit 10 Sekunden lang um 30%.
Hier sehen wir nochmal so ein kleines Icon, wie das dann wohl aussieht. Und zwar haben wir hier Rang 1 von 2. 2 Leuten haben es getestet. 400 Punkte sehen wir hier. Rainbow Items. Ist die Frage, wie wir die jetzt usen. Haben wir dafür ein Kürzel? Oder müssen wir da raufklicken während des Fliegens? Hat hier auf jeden Fall. Aussieht ein. Was ist das? Ist das ein circa Crystal Shield? Ja, die Runde geht seit 4 Minuten, so wie es aussieht. Ja, sehr lustig auf jeden Fall. Eine andere Art von Ring ist ein Boostring, der durch seine geringe Größe und die Pfeile gekennzeichnet ist. Wenn ihr durch einen Boostring fliegt, erhaltet ihr 10 Sekunden lang einen Geschwindigkeitsschub von 30%. Übrigens, während des Regenbogenrennen werden alle Basisfluggeschwindigkeiten leicht erhöht, um das Rennen spannender zu machen. Nach dem Rennen erhaltet ihr eine Belohnung, die von euren endgültigen Rang abhängt. Einige der Belohnungen sind exklusive fliegende Reittiere, Titel und mehr. Okay, ist jetzt die Frage, haben dann alle die gleiche Geschwindigkeit auf der Basis oder hat einer, der jetzt kein Cash-Up-Fluggerät hat, mit einem normalen Board dann auch diese Geschwindigkeit? Oder haben alle erstmal grundsätzlich die gleiche Geschwindigkeit? Wäre noch interessant zu wissen. Ich finde schon, dass alle einfach die gleiche Geschwindigkeit haben sollten, wenn sie daran teilnehmen. Egal, ob der jetzt ein NPC-Board hat oder ein Cash-Up-Item. Allein die Teilnahme wird ja wahrscheinlich auch schon Geld kosten. Da wird jetzt hier nicht drüber gesprochen, wie es aussieht mit der Teilnahme, wie viele Leute in einer Runde maximal teilnehmen können, ob da einfach 100 mitmachen oder ja, das auf 20 limitiert ist, wie auch immer. Sehen wir jetzt hier erstmal alles nicht. Klingt für mich auf jeden Fall erstmal so nach einer ziemlich coolen Geschichte, was wir hier so machen können, je nachdem wie häufig das kommt und was man wirklich so gewinnen kann und wie es am Ende des Tages auch wirklich funktioniert. Ist das genau etwas von den Sachen, die wir brauchen im Spiel? Abgesehen von ja, höher, mehr Waffen, Ultimate, hier kannst du noch mehr Gamble, noch mehr RNG und Money, Pipapo. Finde ich, ist das hier auf jeden Fall erstmal so eine ganz coole Sache. Also das gefällt mir schon mal sehr. Ansonsten haben wir noch ein bisschen Community-Feedback. Do not grant 30% more pieces when destroying FWC yearly for the Ultimate System. Non-FWC players that did not cash in there are screwed enough. FWC players did by far invest less money in their plus 20 yearly than players of the normal servers. They did invest more time, but that should, if at all, makes the guaranteed materials equal when destroying. Ja, da trifft er auf jeden Fall einen Punkt. Wiederum wird hier auch noch erwähnt, dass natürlich FWC-Spieler erstmal diesen Schmuck erfahren mussten, mit viel Grinden und sowas alles. Ich verstehe aber den Punkt trotzdem, weil das ganze plus 20 Upgraden war da ja wesentlich einfacher, als es auf dem Main-Server ist. Und deswegen finde ich es fair, dass es einfach equal ist, dass es einfach gleichwertig ist, weil das man ja auch erfahren musste. Aber ich finde nicht, dass es unbedingt 30% mehr geben muss. Dafür hatten die ja jetzt höhere Werte, haben höhere Werte und sowas alles. Das ist ja der Boni, weshalb du das ja gefarmt hast und haben wolltest und sowas. Und das war ja nicht, weil du wusstest, okay, dafür kriege ich dann auch noch 30% beim neuen Update und habe noch weitere Vorteile und sowas alles, sondern man hat es ja gegrindet, weil es einfach mehr Stat-Punkte gegeben hat. So, und dass man allgemein für plus 20 dann mehr bekommt als plus 19, ist ja sowieso schon besser für die ganzen FWC-Spieler, selbst wenn sie keinen FWC-Schmuck haben. Aber dass der FWC-Schmuck dann auch nochmal plus 30% gibt, obwohl die ja jetzt sowieso schon die ganze Zeit, bis das Update mal kommt, haben sie ja sowieso Vorteile, weil die halt wesentlich stärkere Effekte geben. Und das reicht doch. Das ist doch mehr als genug Vorteile. Ich finde auch, dass mit diesen 30% more sollte es nicht bringen. Man muss klar sagen, ich bin aber auch in der Position, ich habe keinen FWC-Schmuck. Aber ich verstehe das definitiv. Ansonsten würde es mich natürlich noch interessieren, wie seht ihr das Update? Was haltet ihr von dem Rainbow Race Event? Denkt ihr, das wird eine ganz coole Sache, die man mal so nebenbei immer mal mitmachen kann und Spaß haben wird? Und wie findet ihr das neue Upgrade-System, die Ultimate-Waffen? Auch eine Sache, denke ich, wo man viel Spaß haben wird. Oder? Ansonsten natürlich einen Daumen nach oben und ein Abo würde mich natürlich sehr freuen. Und wir sehen uns beim nächsten Video, Leute. Haut rein und tschüss.